Wir sehen in der Welt, wie immer mehr Künstler von generativer KI ersetzt werden. Im Rahmen von Silberheim arbeiten wir allerdings aktuell daran, bildgenerative KI von richtigen Künstlern ersetzen zu lassen. Für unser ECG Silberheim haben wir als kurzfristige Lösung KI-Platzhalter zum Testen der früheren Spielversion genutzt. Am Ende wollen wir allerdings nur echte Kunst. Daher arbeitet unser Art-Team daran, alle Platzhalter zu ersetzen. Hier sehen wir nun ein Artwork, was an die Stelle eines solchen Platzhalters getreten ist. Und am Ende erkläre ich euch, wie ihr dazu beitragen könnt, dass weitere Platzhalter verschwinden. Zusammen mit unserer hauseigenen Künstlerin und Artdirektorin Fiona wollen wir genauer auf dieses Kunstwerk eingehen. Hallo Fiona, was sehen wir da eigentlich? Hallo, danke, dass ihr mich hier dabei habt. Also wir sehen das Artwork zum Fragment Verborgene Schenke in Weiler. Das wurde illustriert von unserer Künstlerin Julia Tournon. Wir sehen das, ich sag jetzt mal, Innenleben von so einer Kneipe. Die befindet sich in Weiler. Das ist eine von den größeren Fanstädten. Und die wird geführt von unterschiedlichen Gilden, diese ganzen Kneipen, die da existieren. Ja, wir sehen einfach, wie die Leute Spaß haben, wie sie trinken und essen. Einfach ein schönes, ich sag jetzt mal, Snippet of Life Bild von den Fan. Genau. Als ihr das Bild in Auftrag gegeben habt, welches Detail war euch da eigentlich besonders wichtig? Interessante Frage. Also wir haben uns natürlich so ein bisschen was gedacht, aber jetzt möchte ich mal eine Gegenfrage stellen. Kannst du denn so ein paar Dinge erkennen, die wir vielleicht eingeplant haben? Ja, also ein bisschen verrät ja schon der Titel. Es ist eine verborgene Schenke, also würde ich behaupten, dass die Leute dort im Verborgenen Spaß haben, wie du meintest. Nun kann man ja auch in unserer Sammlung den Fragment Text lesen und der verrät schon, dass die Handwerker dort sich vor den aufmerksamen Augen ihrer Aufseher verstecken, um in Frieden zu feiern und sich gut gehen zu lassen. Ja, genau. Also die verstecken sich so ein bisschen vor ihren Aufsehern, beziehungsweise einfach von den, ich sag jetzt mal, Anführern der Handwerksgilden, weil die eben einen guten Ruf haben. Die wollen nicht ihr gutes Image da ruinieren, indem sie in der Öffentlichkeit viel trinken und feiern. Wir zeigen da auch so ein bisschen, dass das verborgen ist, indem wir eben das alles in so ein Kellergewölbe packen. Die benutzen ganz oft so Räucherkeller oder auch diese typischen Lagerstätten, die man im Untergrund eben baut. Das kann man ganz gut erkennen dadurch, dass das Licht eben von oben rein scheint. Wir befinden uns hier nicht einfach nur in irgendeiner verborgenen Schenke, sondern wir befinden uns in der Schenke der Fleischer. Das ist einfach eine der Handwerksgilden. Wir haben ganz viele in Weiler. Das ist so, ich sage jetzt mal, das Thema von Weiler, dass da ganz viele verschiedene Handwerksgilden sich befinden, von Fleischern zu Köhlern, zu Schmieden, auch zu Schmuckschmieden tatsächlich, von den wenigen, die Fan haben. Und wir wollten hier einfach so ein bisschen diese lebensfrohe Natur von den Fan zeigen, auch wenn die in Weiler selbst teilweise ein bisschen trister sind durch diesen ganzen Raum. Aber die können halt trotzdem recht ausgelassen untereinander feiern. Und in dem Fall von den Fleischern bzw. von den Gilden, die haben halt auch so eine kleine Konkurrenz untereinander. Keine richtige Feindschaft, aber man merkt einfach, dass die so ein bisschen aneinander geraten. Und in dem Fall haben wir das so ein bisschen gezeigt, indem wir Poster an die Wände gehangen haben. Und zwar sieht man da Eukro, das ist der, ich sag jetzt mal, Anführer der Köhler. Der hat auch eine eigene Karte, falls ihr die schon mal gesehen habt. Und man sieht halt, die Fleischer haben einfach so ein paar von ihren Messern da dran geworfen, so spielerhaft. Unten drunter sieht man auch den Hammer von den Schmieden und weitere Poster zeigen zum Beispiel das Knospenwild. Das ist so das Wappen der Fleischer. Das ist dieses ganz typische Wild, was wir im Dämmerlichtwald haben. Das ist einfach ein ganz bestimmter Hirsch, den man da sieht. Und dann haben wir noch zum Beispiel das Fendirils Erben-Logo auf den Fässern drauf. Wir haben auch versucht, verschiedene Kartenstats in dem Bild wiederzugeben, indem wir den Effekt, den die Karte hat, das ist, glaube ich, dass Fangeschöpfe, ich glaube, einen Angriffspunkt weniger haben. Oder einen Lebenspunkt weniger, eins von beidem. In dem Fall sieht man eben im Hintergrund, dass so ein paar von den Fan einfach schon ein bisschen zu viel getrunken haben und schon so ein bisschen kopfüber da rumhängen und einfach nicht mehr ganz da sind. Aber im Vordergrund hat man eben trotzdem diese feiernden Fan, die einfach Spaß haben. Also es sollte einfach ein recht lebendiges Bild sein, was so einen kleinen Einblick gibt in das Fanleben. Da steckt ganz schön viel Arbeit in so einem Bild und da fragt man sich natürlich ziemlich schnell, wie lange dauert so ein Bild eigentlich, bis das fertig ist. Weil mit den ganzen Details und dem Hintergrundwissen, was man sich aneignen muss, kann ich mir vorstellen, dass das schon ganz schön lange dauert. Ja, genau, das dauert schon ein bisschen. Es kommt natürlich immer auf den Künstler und die Komplexität an. Also voraus haben wir halt viel Arbeit intern, wie was geben wir dem Artist mit, was für Referenzen und Informationen braucht der, haben wir vielleicht ein Thumbnail, was wir vorher vorbereiten. Und da bekommt es natürlich der Künstler alles zugesendet und die brauchen meistens, ich sage jetzt mal 4 bis 8 Wochen. Wir geben ihnen im Normalfall eigentlich mindestens 6 Wochen und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Manche sind natürlich schneller, manche brauchen ein bisschen länger. Das hängt immer einfach so ein bisschen davon ab, wer da gerade paintet und wie komplex das ganze Bild ist.
Ich merke, da steckt ganz schön viel Arbeit hinter und vor allem auch Zeit. Wie viele Artworks sind denn so seit dem Beta-Start entstanden? Es werden natürlich immer mehr. Wir sind jetzt circa bei 70 gelandet, also 70 neue Karten, die da seit dem Beta-Start entstanden sind. Und es werden es werden immer mehr. Wir versuchen da ganz, ganz viel Energie reinzustecken, dass wir natürlich alle Karten bis zum Release illustriert haben. Jetzt würde mich noch interessieren, was macht die Illustrationen eigentlich so besonders in Silberheim? Ja, also vieles haben wir, denke ich, schon so ein bisschen angesprochen. Wir versuchen natürlich ganz, ganz viele Dinge immer in unsere Illustrationen reinzubekommen. Von den verschiedenen Kartenstats, die da existieren, die vielleicht irgendwie prägnant sind, die man gern darstellen würde, zu natürlich wichtigen Lore-Elementen. Gibt es da zum Beispiel die Buchcharaktere, die wir gern zeigen würden, oder einfach wichtige IP-Elemente, also dass man zum Beispiel verschiedene Designs immer mal wieder zeigt, dass man erkennt, das ist das und das aus Silberheim. Genau, und wir wollen einfach so gut es geht eigentlich so ein bisschen auf Storytelling eingehen, dass man in den Bildern noch immer so eine kleine Geschichte erkennt. Es soll alles sehr viel nahbarer sein, als man das jetzt vielleicht von so typischen Karten sieht, wo dann einfach nur, ich sag jetzt mal, ein Geschöpf da dargestellt ist und sonst nichts. Wir versuchen da einfach ganz viele Details und kleine Easter Eggs reinzupacken, dass der Spieler auch was zu erkunden hat in den Illustrationen selbst. Ja, danke Fiona für deine Zeit. Es sei natürlich dazu gesagt, dass wir viel mehr tolle Artworks haben, die es wert wären, genauso unter die Lupe genommen zu werden. Und beim nächsten Mal, wenn ihr eine unserer Illustrationen seht, haltet ihr vielleicht Ausschau nach den Details, die unser Art-Team und deren Künstler für euch versteckt haben. Nun möchtest du dazu beitragen, dass Silberheim alle seine hässlichen KI-Platzhalter verliert? Vielleicht hast du ja auch schon dein Portfolio dazu geschickt. Mittlerweile sind etwa 1000 Künstler über unseren Aufruf auf uns aufmerksam geworden und dafür sind wir euch wirklich dankbar. Leider können wir aktuell nicht so viele Commissions rausgeben. Dennoch möchten wir allen motivierten Künstlern die Möglichkeit dazu geben. 2 Tokens sollen illustriert werden. Und du hast Lust dazu? Wir veranstalten auf Instagram einen Art Contest. Besuche dafür unser Instagram-Profil, erstelle ein detailliertes und farbiges Thumbnail, poste es mit dem Hashtag Silberheim Art Contest und verlinke uns. Mit etwas Glück und deinem Fleiß kannst du dir eine bezahlte Commission verdienen und Teil von Silberheim werden.